Wohnung ist vergeben. An eine Familie. Ich verstehe. Aber eines muss Ihrem Kumpel klar sein. Er selbst bekommt auch Probleme. Der Konsum von Drogen ist auch nicht erlaubt. Da gibt es ebenfalls harte Strafen. Die Lady und ich, wir unterhalten uns nur ein bisschen. Die Lady ist zufällig meine Freundin. Alles in Ordnung? Ich komme gleich nach. Ich wollte nur noch mal sehen, ob das Wasser abgestellt ist oben. Lass dir Zeit. Ja. Brauchst du noch Hilfe? Nein, nein. Ich komme schon klar. Denkst du daran, das Telefon mitzunehmen? Bin ein bisschen sentimental. Hab ja so lange gelebt. Jan, Susanne, Florian. Sind ja alle aufgewachsen. Du findest sicher bald eine neue Bleibe. Hm? Im Gefängnis? Jetzt warte doch erst mal die Ermittlungen ab. Abwarten. Müsst du was tun. Nicht rumsitzen. Däumchen drehen. Na, so gefällst du mir schon besser. Im Grunde ist es ja auch nur ein Haus wie jedes andere. Komm jetzt. Ja, komm. Sorry, Kumpel, aber ich konnte ja nicht wissen, dass die Lady in festen Händen ist. Jetzt weißt du's. Na gut, gehe ich jetzt mal besser. Hm? Tu dir keinen Zwang an. Nichts für ungut und schönen Abend noch. Typen gibt es? Spinnst du? Was fällt dir eigentlich als mein Freund auszugeben? Ich dachte, du wolltest den Typen loswerden. Ja, aber nicht so. Was hätte ich denn machen sollen? Ihm eine reinhauen? Nein, aber du hättest dich auch nicht als mein Freund ausgeben dürfen. Das mit Heino tut mir echt leid. Aber Und mir tut es leid, dass ich dir jemals begegnet bin. prima. Dann sieh doch beim nächsten Mal zu, wie du selber mit solchen Typen klarkommst. Bestimmt besser, als du denkst. Tja. Sie müssen sich entscheiden. Ich? Na, ich bin doch wegen dem Kumpel hier. Dann muss Ihr Freund eine Entscheidung treffen. Entweder er zeigt den Dealer an und muss dann ebenfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ja, oder er hält die Klappe und beide kommen so davon. Sehen Sie, ist Ihr Freund schon älter als 21? Nein, wieso? Dann wird der Fall vermutlich nach dem Jugendstrafrecht verhandelt und Ihr Freund kommt mit ein paar Stunden sozialem Dienst davon. Aber wenn das nicht unter dieses Jugendrecht fällt, dann wandert er dann in den Knast? Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber eine Garantie kann ich Ihnen nicht geben. Glauben Sie, Ihr Freund hat trotzdem genug Zivilcourage, den Dealer anzuzeigen? Ja, hat er. Ich habe die Ecstasy-Pillen von dem Dealer gekauft. Dann wollen wir mal ein Protokoll aufnehmen. Ich würde dich auch hochbitten, aber das Zimmer ist nicht sehr einladend. Ist schon okay. In meiner Lage muss ich froh sein, wenn ich überhaupt was finde. Kein fester Wohnsitz, keine Arbeit, keine Kreditwürdigkeit. Aber du hast doch noch das Geld vom Verkauf deines Autos. Zum Glück.
Sonst könnte ich mir selbst diese noble Herberge nicht leisten. Und wenn du Christophs Angebot doch wahrnimmst? Warum nicht? Ich möchte es nicht. Aber wenn er es dir doch anbietet. Arno, ihr seid befreundet. Gerade darum. Einem Freund will ich nicht schuldig bleiben. Also habe ich die Tür zugeschlagen und Jonas draußen stehen lassen. Warum? Das linke. Das fragst du noch? Der Typ hat es gewagt, sich als mein Freund auszugeben. Das hat er nicht. Kathi, Jonas wollte dir helfen. Er hat das nur so dahingesagt. Na und? Das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Ach komm, ihm ist schon klar, dass er nicht dein Freund ist. Er fühlt sich auch gar nicht als dein Freund. Wahrscheinlich will er nicht mal was von dir. Trotzdem, bloß um diesen Typen da zu vertreiben, hätte er auch irgendwas anderes sagen können. Und was? Ach, ich weiß es nicht. Irgendwas halt. Bloß halt nicht das. Hat sich angehört, als wäre es sein Eigentum. Das kann ich mir nicht vorstellen. So war es aber. Vielleicht wolltest du das bloß so verstehen. Was soll denn das schon wieder heißen? Ständig glaubst du, Jonas will dir irgendwas Böses. Dich ärgern oder dich verletzen. Ist ja auch so. Nein. Du regst dich bloß so auf, weil er dich an Heino erinnert. Das kannst du nicht ertragen. Jede Erinnerung an Heino tut dir weh. Wahrscheinlich hast du nur Angst, Heino zu vergessen. Das wird niemals passieren. Jedenfalls kann Blondie in Zukunft sehen, wie sie alleine klarkommt. Jetzt bleib mal locker. Immerhin hast du dich als ihr Freund ausgegeben. Weil mir in dem Moment nichts Besseres eingefallen ist. Ja, du weißt das und ich weiß das. Wenn Kathi nur einen Moment zugehört hätte, wüsste sie es auch. Als Tillmann, mein Onkel, gestorben ist, habe ich auch nur das gehört, was ich hören wollte. Ja, aber ich will nichts von Kathi. Ihre ganze Art, sie ist gar nicht mein Typ. Warum regst du dich dann so auf? Weil... Jedenfalls nicht, weil ich was von ihr will. Klar, Kathi ist dir vollkommen egal, hm? Okay, sie tut mir schon irgendwie leid. Aber dennoch habe ich keinen Bock, mich ständig von ihr anschnauzen zu lassen. Sie meint es bestimmt nicht so. Den Spruch habe ich schon meiner Mutter nicht abgenommen. Versuch doch einfach mal, dich in ihre Lage zu versetzen. Sie hat Heino wirklich geliebt. Sie kann ihn nicht von heute auf morgen vergessen. Das verlange ich auch gar nicht. Kathi braucht einfach Zeit, um Abschied von Heino zu nehmen. Morgen. Guten Morgen. Du siehst ja richtig fit aus. Hast du schlecht geschlafen? Nur zu kurz. Warst du auf einer Party? Nee. Ich war bei einem Bullen. Verbrecherfotos gucken. Nachher muss ich noch mal hin. Ich habe den Typen angezeigt, der mir die gestreckten Pillen verkauft hat. Auf einem der Fotos habe ich ihn erkannt. Und? Muss er in den Knast? Keine Ahnung. Aber wenn nicht, lebe ich von jetzt an verdammt gefährlich. Aber ist mir egal. Und was ist mit Millie? Dich habe ich natürlich nicht damit reingezogen. Danke. Wird Zeit, dass solche Typen aus dem Verkehr gezogen werden. Also, das Zeug zu verkaufen ist ja schon krass. Aber es vorher noch zu strecken. Ja, es ist doch eigentlich egal, weil lebensgefährlich ist es so oder so. Also ich bin auf jeden Fall clean. Und ich bleib's auch. Selbst wenn man mir im Knast noch so viel davon anbietet. Wieso? Wollen die dich einsperren? Ja, um Mike zu belasten, musste ich natürlich zugeben, dass ich Ecstasy bei ihm gekauft habe. Und das ist natürlich strafbar. Also ich find's gut, dass du es trotzdem gemacht hast. Finde ich auch. Noch ist es ja noch nicht so weit. Und bis dahin will ich meine Freiheit so richtig genießen. Heute Abend ist eine geile Party. Kommst du mit? Oh, wird Zeit, dass ich mich um mein Abi kümmere. Schade. Also, wenn du es zur 4. Stunde schaffen willst, dann müssen wir jetzt los. Ja. Viel Glück bei der Polizei. Tschüss. Besorg mir einfach einen guten Anwalt. Morgen. Hi, ist Christian da? Ja, er ist drin. Störe ich? Ich wollte noch mal kurz gucken, wie es dir so geht. Super. Sieht man das nicht? Ihr Kaffee. Danke. 2 Zimmer, Küche, Bad. Altbach, 1300. Guten Morgen, Arno. Christoph. Allzu gut scheint es dir ja in deiner neuen Wohnung nicht zu gefallen. Muss noch einiges renoviert werden, bitte. Setz dich. Danke. Der Herd ist auch noch nicht angeschlossen, deshalb frühstücke ich hier. Soll ich dir helfen?
Ich kann dir meinen Elektriker empfehlen. Nein, danke. An den Herd anzuschließen, das bringe ich gerade noch fertig. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Schon gut, Christoph. Na, und wie war die erste Nacht in deiner Wohnung? Die erste Nacht habe ich in einer Pension verbracht. Ach so? Ja, ich möchte auch nicht gerne in so einem Chaos aufwachen. Du hast mir deine neue Adresse noch nicht gesagt. Ich wollte ein Rundschreiben machen, sobald ich meine neue Telefonnummer habe. Ach so, ja, das ist gut. Aber vergiss mich nicht zu benachrichtigen. Nein, sicher nicht. Ja, ein Arbeitsbrunch. Viel Spaß beim Renovieren. Ja, schönen Tag wünsche ich dir, Christian. Danke. Ich bin zwar kein Jurist. Eben. Ja, vielleicht hättest du erst mal abwarten sollen, was ich dir überhaupt sagen wollte. Ja, dir fällt kein Grund ein, warum ich nicht vor einem Jugendrichter landen sollte. Es liegt doch auf der Hand. Ich habe eine Pechsträhne. Wahrscheinlich behalten mich die Bullen nachher gleich dort. Ja. Wenn dann aber nur wegen Verbreitung pessimistischer Äußerungen. Und vielleicht ist es auch besser, wenn ich für eine Weile von der Bildfläche verschwinde. Heino ist tot. Mir ist es egal, was aus mir wird. Das glaubst du aber selber nicht, oder? Als ich ihr erzählt habe, dass ich bei der Polizei war, hat sie einfach mit Nick weitergequatscht. Immerhin hat er ihr auch das Leben gerettet. Ja, das ist doch kein Grund, mich wie Luft zu behandeln. Ja, vermutlich hat sie Angst, dass sie durch dich wieder mit Drogen in Berührung kommt. Ich bin sauber. Was soll ich noch alles tun, um mir das zu beweisen? Hast du den Dealer deshalb angezeigt? Damit es wieder so wird zwischen euch wie früher. Ich wollte einfach, dass der Typ seine gerechte Strafe bekommt. Emily wäre fast umgekommen. Was meinst du, wie vielen Leuten er das Zeug noch verkauft hätte? Aber dass ich deshalb vielleicht in den Knast komme, ist natürlich nichts gegen Nicks Heldentat, ein Telefon zu bedienen. Was du dich gerade anhörst? Als wärst du eifersüchtig. Ich? Auf Nick? Deine Witze waren auch schon mal besser. Naja, immerhin verbringt er momentan mehr Zeit mit Millie als du. Es wird sich ändern, wenn Millie merkt, dass ich clean bin. Du magst sie ziemlich gern, ne? Sie ist mir auch noch verdammt wichtig. Sie wird dich schon nicht fallen lassen. Hoffentlich. Hi. Komm, na los. Hi. Und? Steht was Interessantes drin? Du traust mir zu, dass ich lesen kann? Ich habe das wirklich nicht so gemeint. Merkwürdig, dass halt alle mit diesem Spruch ankommen. Meine Mutter hat ihn immer gebracht, wenn... Warum erzähle ich das eigentlich? Bevor du das wieder in den falschen Hals kriegst, halt ich lieber den Mund. Ich bin auch nur gekommen, weil, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Du hast mir gestern wirklich geholfen und das war sehr nett von dir. Es tut mir leid, dass ich das so ausgeflippt bin. Schon okay. Vergiss es einfach. Ist du heute Mittag an der Uni? Warum willst du das wissen? Vielleicht hast du ja Lust, nach Friedenau zum Essen zu kommen. Ist das eine Einladung? Mhm. Du bist dir sicher, dass du mich meinst, ja? Ja, absolut. Wenn du nicht bei jeder Kleinigkeit ausflippst? Ich würde versuchen, mich zu beherrschen. Ach komm, jetzt sag schon ja. Gabriele und ich kommen auch mit. Es tut mir leid. Von denen erkenne ich keinen. Dann scheinen Seidels Komplizen nicht aktenkundig zu sein. Danke. Gute Nachrichten. Nachdem Sie so kooperativ sind, habe ich schon mal ein paar Erkundigungen über Ihren Fall eingeholt. Das heißt, Sie behalten mich nicht hier? Das hatten wir nie vor. So wie es aussieht, wird gegen Sie auch kein Verfahren eingeleitet. Wirklich nicht? Die letzte Entscheidung liegt natürlich beim Staatsanwalt, aber nachdem aufgrund Ihrer Aussage weitere Drogenverkäufe verhindert werden konnten, greifen die Paragraphen 31 und 31a des Betäubungsmittelgesetzes. Geil. Obwohl, was eigentlich mit Mike? Also ich meine Michael Seidel. Solange der noch auf freiem Fuß ist, bin ich im Knast eigentlich fast besser aufgehoben. Von dem droht keine Gefahr mehr.
Wir haben seine Wohnung durchsucht und eine Menge Drogen gefunden. So schnell kommt er nicht wieder raus. Sie entschuldigen mich bitte einen Augenblick. Ja, ja. Ein Cappuccino, bitte. Hallo? Herr von Anstetten, guten Tag. Guten Tag. Haben Sie was von Arno gehört? Nein, wieso war er hier? Ja, vorhin. Ich habe den Eindruck, dass er mir etwas verschweigt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie seine neue Adresse? Ja, irgend so eine Pension. Nein, ich meine nicht, wo er letzte Nacht geschlafen hat. Ich meine seine Wohnung. Ah, ich verstehe. Er möchte nicht, dass es sich rumspricht. Das ist ihm peinlich. In Not zu geraten, unverschuldet. Das muss einem doch nicht peinlich sein. Noch dazu einem Freund gegenüber. Ja, das habe ich ihm auch gesagt, aber Sie kennen ja Arno. Sein Stolz wird nur noch übertroffen von seiner Sturheit. Aber ich kenne jemanden, der kann auch sehr stur sein. Also, was wissen Sie von ihm? Ja, ohne einen Job kann er sich eine neue Wohnung abschreiben. Mit anderen Worten, er ist obdachlos. Sobald er die Miete für die Pension nicht bezahlen kann. Servieren Sie bitte die Suppe? Gern. Also, auf... Darauf, dass die Missverständnisse bereinigt sind. Lecker. Was ist das? Eiswein. Oh, richtig. Die Trauben werden bei mindestens 9 Grad minus gelesen und dann im gefrorenen Zustand weiterverarbeitet. Bist du Weinbauer? Nee, ja. Aber bei uns gibt's eine Menge Winzer. Wo kommst du denn her? Hammerstein. Das klingt aber aufregend. Nur wenn der Rhein Hochwasser hat. Ansonsten musst du schon nach Koblenz reinfahren, wenn du was erleben willst. Ja, das erinnert mich an Freiburg. Ja, und mich an meine Vorlesung gestern. Auf der nach oben offenen Langweile-Skala hatte die eine 7,0. Wenigstens kennst du dich so beim Wein aus. Und mit Autos. Gott, noch so ein Verrückter. In den letzten Jahren habe ich während der Schulferien an einer Tanke gejobbt. Besonders beliebt waren Autowäsche und Ölwechsel. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, einmal, als ich für Heino eingesprungen bin. Erzähl ruhig weiter. Das war's auch schon. Ja, Jonas spielt auch super Basketball. An der Uni nennen wir ihn immer den Hammer aus Hammerstein. Die übertreiben. Aber Basketball ist tatsächlich ein Hobby von mir. Mehr noch, Es ist lieb von dir, dass du das Thema wechseln willst. Aber ich habe wirklich kein Problem damit, wenn du weiter bei deinem Ferienjob sprichst. Hier, aber mach nicht zu viel rein, sonst werde ich noch zu dick. Als ob du es nötig hättest, darauf zu achten. Oh, weiter rühren. Weiter rühren? Hi. Hi. Na, sind die Gefängnisse so voll, dass sie dich wieder nach Hause schicken mussten? Ja, ich kann auch wieder gehen. Hey, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Was machst du denn hier? Schaum schlagen. Ja, darin bist du ja unschlagbar. Kann es sein, dass du ein Problem hast? War es so schlimm bei der Polizei? Na, erst muss ich eine ganze Verbrecherkartei durchgucken. Die Typen sahen vielleicht aus. Hast du noch jemanden erkennen können? Schade eigentlich. Ja, immerhin konnten sie Mike aufgrund meiner Aussage verhaften. Und was wird jetzt mit dir? Vermutlich ermitteln sie gar nicht weiter gegen mich. Ach, da ist dir sicher ein Stein vom Herzen gefallen, hm? Ein Felsbrocken. Und du? Bist du auch froh, dass ich nicht in den Knast muss? Ja, klar. Was machst du denn da? Erst rettest du mir das Leben, um dann meinen Ruf als Köchin zu ruinieren. Wenn ihr mich auch ablenkt. So, komm, du rührst. Ich passe auf. Bitte schön. Danke. Also dann, guten Appetit. Kann man dir irgendwie helfen? Nein, nein. Glaubst du, dass das so richtig ist? Also wenn du was anderes haben möchtest. Fisch ist okay. Nur das Zerlegen, also ganze Tiere sind nicht so mein Fall. Ist doch ganz einfach. Hm? Tja, nächstes Mal solltest du lieber Fischstäbchen servieren lassen. Oder Hamburger mit Fritten. Ja, die haben zumindest keine Gräten. Kommst du klar? Keine Sorge, ich bin Profi. Ja.
Kathi. Hey, wovon träumst du? Nichts. Arno! Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht erschrecken. Oh, Christoph. Ich hatte hier ganz in der Nähe zu tun und da dachte ich... Du hast Geschäfte hier in der Gegend? Mein Gott. Ich mache mir Sorgen um dich. Oh, das ist nicht nötig. Mir geht's gut. Habe ein Dach über dem Kopf. Habe zu essen. Mein Herd ist sogar schon angeschlossen. Fehlen noch die Tapeten. Warum belügst du mich? Du musst dich nicht schämen, schon gar nicht vor mir. Christoph. Lass dir helfen, Arno. Ich will diese Hilfe nicht, Christoph. Nicht von dir, nicht von Nick, der dich wahrscheinlich genauestens informiert hat. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Weil du uns in so einer Situation genauso helfen würdest. Du hast schon genug für mich getan, Christoph. Die Kaution, Rückendeckung der Presse gegenüber. Das war doch selbstverständlich. Für mich ist es nicht selbstverständlich, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Mein Leben lang habe ich auf eigenen Füßen gestanden. Arno, ohne Arbeit. Ich finde schon was. Du kannst jederzeit bei mir anfangen. So jemanden wie dich kann ich immer brauchen. Danke, aber mein Gastspiel auf Friedenau als Gärtner ist mir noch in Erinnerung. Damals kannten wir uns noch nicht. Außerdem hast du gesagt, dass du dir für keine Arbeit zu schade bist. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Arno, ich habe einen Job für dich. Und eine Wohnung. Nein, Christoph. Nein. Diese Almosen. Ich verkrafte es nicht mehr. Ich bin hier, weil ich dir was sagen muss, Heino. Ich habe jemanden kennengelernt. Jonas. Am Anfang fand ich ihn total nervig, aber er ist eigentlich ganz nett. Er bringt mich zum Lachen. Aber ich möchte, dass du weißt, ich werde immer nur dich lieben. Ich kann nicht mehr. Du hast so lecker gekocht. Danke. Aber ohne Nick hätte ich das nicht geschafft. Ich muss los. Sehen wir uns heute Abend? Ja, wenn ich es irgendwie schaffe. Soll ich noch abräumen helfen? Ach, Christian und ich kommen schon klar. Okay. Dann Tschüss. hoffentlich bis heute Abend. Ciao. Schaumschläger müsste man sein. Nick steht wohl ziemlich hoch bei dir im Kurs. Er hat mir das Leben gerettet. Ja, das hat Professor Spangenberg auch und den guckst du nicht so an. Was meinst du? Komm, gib's doch einfach zu. Wenn ich wüsste, was, gern. Du hast dich in Nick verliebt.